Ihr habt keinen Bock, dass die Leute euch über die Schulter gucken und sehen, was auf eurem Bildschirm angezeigt wird, egal ob beim Zocken auf Facebook oder was man sonst so im Internet macht. Dann baut diesen Top-Secret-Bildschirm, den nur ihr sehen könnt. Und das hier braucht ihr für euren Top-Secret-Bildschirm. Einen alten Bildschirm, der sollte natürlich noch funktionieren. Außerdem ein Messer, Waschbenzin oder Nagellackentferner, eine Sonnenbrille und eine Packung Taschentücher. Schritt Nummer 1. Safety first. Ich ziehe jetzt hier erstmal den Strom ab und auch das andere Kabel, damit ich mir hier keinen Stromschlag hole, wenn ich gleich mit dem Messer am offenen Monitor operiere, denn das kommt jetzt. Ich schnapp mir das Cuttermesser und werde hier einmal außen an diesem Rahmen entlang fahren und dadurch die Folie, die hier oben drauf klebt, ablösen. Also ich setze hier an der Kante an und ziehe das Messer ganz vorsichtig entlang mit wenig Druck. Denn hier steckt ja irgendwo noch eine Glasscheibe dahinter. Die springt sehr schnell. Ich weiß, wovon ich spreche, ist mir selber schon passiert. Und wenn man hier einfach dann mehrfach entlang fährt, aber mit wenig Druck und ganz behutsam, dann kann man das rausoperieren. Wichtig ist auch, dass ihr hier in diesen Ecken wirklich ganz bis in die Ecke kommt, sodass der Schnitt nachher überall einmal komplett außen rum läuft. Die Ecken, das sind die heikelsten Parts von dieser Folienabziehaktion, denn hier wird nachher am meisten Druck auf die Scheibe übertragen, wenn ich versuche, das abzuziehen. Also entlaste ich hier den Druck ein kleines bisschen, indem ich hier immer so kleine Dreiecke rausschneide. So sieht das jetzt also aus und jetzt versuche ich mit diesem Cuttermesser ganz vorsichtig hier an den Ecken schon mal die Folie abzuziehen. Hier das erste kleine Erfolgserlebnis. Jetzt habe ich schon mal diese Ecke raus. Und jetzt gehe ich mit dem Cuttermesser unter die Folie und versuche die so Schicht für Schicht abzunippeln. Und die Versuchung ist groß, dass man dann irgendwann einfach mal anfängt zu ziehen. Das ist gefährlich, denn das ist mir gestern selber passiert beim Ausprobieren. Dann zerbricht dieser ganze Bildschirm ruckzuck. Also auch wenn es ein bisschen langwierig ist, hier immer schön mit dem Messer Schritt für Schritt diese Folie abfitzeln. Okay, come on, gleich ist es geschafft. Und das letzte Stückchen Folie ist ab. Das war eine ganz schöne Plackerei. Aber jetzt habe ich diese beiden Folienteile hier erfolgreich runtergefitzelt. Und auch wenn der Bildschirm jetzt noch ziemlich schmutzig aussieht, das Wichtige ist, das Glas ist dabei nicht gebrochen und ich hoffe, dass ich den Bildschirm nicht geschrottet habe. Jetzt müssen wir noch zwei Sachen machen. Zum einen muss jetzt noch dieser ganze Kleber hier entfernt werden. Dafür gibt es das Waschbenzin. Und diese Folie hier, das sind eigentlich zwei Folien. Wenn man die ein bisschen in Wasser einlegt für so 1, 2, 3, 4 Stunden, dann kann man die schön auseinanderziehen. Mit einem Taschentuch ganz vorsichtig getränkt, ja, oder so mittelvorsichtig, könnt ihr diesen Kleber entfernen. Wichtig ist, dass ihr die Glasplatte hier nicht zerkratzt und auch, dass ihr nicht so viel Druck ausübt, vor allem nicht Druck senkrecht zur Oberfläche, denn dann bricht dieses Glas und dann war all diese Mühe umsonst. So, der Bildschirm glänzt jetzt wie eine frisch polierte Speckschwarte. Ich habe den ganzen Kleber entfernt. Die Folien sind im Wasserbad inzwischen auch auseinandergegangen. Achtung, Magic. Bam, auf einmal kann man das Bild wieder sehen. Und zwar nur da, wo die Folie ist. Und warum das so ist, das erkläre ich euch jetzt. In der hintersten Ebene von unserem Bildschirm wird erstmal weißes Licht produziert. Das schwingt wild in alle möglichen Richtungen, also zum Beispiel so, aber auch so. Und dann ist im Bildschirm ein Filter eingebaut. Und dieser Filter, der lässt nur das Licht durch, das in einer ganz bestimmten Ebene schwingt. Und dieses Licht nennt man dann polarisiert, weil es eben nur in einer Ebene schwingt. Und jetzt gibt es aber noch einen zweiten Filter, der hier eingebaut ist. Und dieser Filter, der ist genau um 90 Grad gedreht. Das heißt, der blockt gerade dieses Licht. Das heißt, man sieht also eigentlich gar nichts. Der Witz ist jetzt, in einem LCD-Bildschirm sind noch
besondere Teile eingebaut, nämlich Flüssigkristalle, englisch Liquid Crystal, deshalb auch LCD. Und diese Flüssigkristalle, die sitzen hier zwischen diesen beiden Filtern. Die sind ganz klein und die können elektrisch angesteuert werden. Die sorgen dann jetzt dafür, dass an den Punkten, wo nachher Bildinformation ankommen soll, also wo Licht zum Benutzer weitergeleitet werden soll, dass da die Lichtwellen genau so gedreht werden, dass sie vom zweiten Filter wieder durchgelassen werden. Und jetzt haben wir diesen zweiten Filter gerade abgezogen. Das heißt, wir sehen weißes Licht, nämlich das, was von diesen Flüssigkristallen gedreht wurde und das, was nicht gedreht wurde. Und erst, wenn wir diesen zweiten Filter drüber halten, wird der Anteil des Lichts rausgefiltert, den wir nicht sehen wollen. Und nur mit dem sehen wir das Bild, so wie es aussehen soll. Also ihr seht, nur da, wo die Folie ist, die Polarisationsfolie, die ich abgemacht habe, da erscheint auch das Bild. Und aus dieser Folie kann ich mir jetzt eine schicke Brille basteln. Fertig ist die Top Secret Bildschirmbrille. Hier, ihr seht, nur mit Brille kann man das Bild erkennen. Das ist also kein krasser Photoshop, After Effects, Post-Production-Trick, den wir hier aufwendig am Computer gebaut haben, sondern das funktioniert wirklich und ihr könnt das nachmachen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schenkt mir doch ein Abonnement, da würde ich mich riesig drüber freuen. Einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar, liked meine Facebook-Page. Und wenn ihr noch mehr krasse Physikexperimente wollt mit den passenden Erklärungen, dann checkt mal mein Buch aus, Phil's Physics.